Wenn du mit dem Gedanken spielst, in den UK auszuwandern, dann hast du wahrscheinlich mit Sorge vernommen, dass der britische Non-Dom-Status durch die Regierung abgeschafft wurde. Damit konnte man ja als Ausländer sozusagen Steuern auf ausländische Einkünfte im UK vermeiden. Jetzt hat die Regierung ein Ersatzprogramm lanciert, das ab 2025 gilt, das sogenannte FIG-Programm, Foreign Income and Gains. Damit werden für 4 Jahre lang Steuern auf Auslandseinkünfte im UK vermieden. Wie das genau funktioniert, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Ich persönlich war sehr wütend auf die britische Regierung, als sie den Non-Dom-Status hier eingestellt haben. Fairerweise muss man sagen, dass das nicht die linke Labour-Regierung war, sondern schon die Konservativen vor ihnen gemacht haben. Wobei, wie gesagt, die Konservativen wussten ohnehin, dass sie die Wahl verlieren werden. Und dann haben sie sich gedacht, jetzt würgen wir der Labour-Partei nochmal so richtig was ein, kurz bevor wir abdanken, indem wir jetzt hier den Non-Dom-Status abschaffen, was ja so ein Steckenpferd der Labour-Partei seit vielen Jahren gewesen ist. Also, es gibt den Non-Dom-Status nicht mehr. Es gab ihn seit 1799. Extrem viele wohlhabende Ausländer verlassen Großbritannien. Man sagt so, mehr als 10.000 pro Jahr sind auf dem Weg in Gefilde wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, genau wegen diesem Non-Dom-Status und noch einigen anderen steuerlichen Veränderungen, wie zum Beispiel die Erhöhung und drastische Verschärfung der Erbschaftssteuer in UK für Ausländer. Da fragt man sich natürlich als jemand, der jetzt in den UK umziehen wollte und sich vielleicht gedacht hat, naja, dieser Non-Dom-Status könnte ja für mich ganz attraktiv sein, ob jetzt überhaupt der UK noch interessant ist. Und das weiß natürlich auch die britische Regierung. Selbst die Labour-Partei hat verstanden, dass man hier Maßnahmen implementieren muss, bestimmte Vergünstigungen für Ausländer anbieten muss, damit letztlich der UK weiterhin als Standort attraktiv bleibt für internationale Führungskräfte und Investoren. Also, was hat man gemacht? Man hat ein Programm aufgelegt, das sich anlehnt an ähnliche steuerliche Vergünstigungen, zum Beispiel in Neuseeland, Australien und Japan. Hier kann man also als Ausländer, der nach UK umzieht, in den ersten 4 Jahren britische Steuern auf ausländische Einkünfte vermeiden. Nach 4 Jahren wird man dann unbeschränkt steuerpflichtig. Zum Vergleich, der Non-Dom-Status war für 15 Jahre gültig, also eine deutliche Reduktion. Viele, die nur temporär im UK sind, zum Beispiel Expats, werden dann ohnehin den UK wieder verlassen haben, so die Annahme der Regierung. Das heißt, es wird viele vermutlich nicht treffen. Mit dem Non-Dom-Status war es natürlich so, dass man dort leben konnte. Ich sage mal, dort dann eine Familie großziehen konnte, die Kinder mehr oder weniger durch die Schule bringen konnte mit diesem Non-Dom-Status. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Also nach 4 Jahren musst du das Land verlassen. Ansonsten wirst du hier unter die britische Steuer fallen, die extrem unattraktiv ist, in vielerlei Hinsicht noch schlimmer als in Ländern wie Deutschland und Österreich. Was sind jetzt hier überhaupt ausländische Einkünfte? Nun, man muss ganz klar sagen, dass es sich hier um passive Einkünfte handelt. Also zum Beispiel Zinsen, Dividenden, Veräußerungserlöse, wenn du Wertpapiere oder Ähnliches verkaufst. Was man hier ganz sicherlich nicht meint, ist, dass du von UK aus zum Beispiel arbeitest für eine Gesellschaft, die dir gehört, sagen wir zum Beispiel in Malta oder Zypern, und diese Gesellschaft schüttet dir dann eine Dividende aus. Das ist damit mit Sicherheit nicht gemeint, ja. Also da muss man sehr aufpassen, denn die Dividende, die ich gerade eben beschrieben habe, die du dann aus Malta oder Zypern bekommen würdest, ist ja sehr stark verbunden mit einer Tätigkeit, die in UK stattgefunden hat. Damit sind das keine Auslandseinkünfte mehr, ja. Also gemeint ist hier wirklich, du hast ein paar Google-Aktien, du hast ein paar Mercedes-Aktien, du hast ein paar Coca-Cola-Aktien, und was du eben damit für Einkünfte generierst, sei es jetzt Dividenden, sei es Veräußerungserlöse, das ist steuerfrei. Und wichtig ist, es muss sich hierbei um ausländische Unternehmen handeln. Ja? Dividenden oder Veräußerungserlöse, die du aus den Wertpapieren britischer Unternehmen erhältst, sind keine Auslandseinkünfte. Das heißt, die Steuervergünstigung würde sich nicht darauf beziehen. Hier ist nun die Labour-Partei schon so ein bisschen am Rumsuchen, weil man natürlich sagt, na ja,
eigentlich können wir ja auch das Investment hier im UK gut gebrauchen. Wo soll jetzt der Sinn volkswirtschaftlich sein, dass jemand hier in ausländische Unternehmen investieren kann? Dafür gibt es einen steuerlichen Anreiz. Aber bei der Investition in britische Unternehmen gibt es einen solchen Anreiz nicht. Das heißt, man überlegt hier etwas daran zu ändern. Hier muss man jetzt sehen, was hier passiert, bis das Gesetz im April 2025 tatsächlich in Kraft tritt, inwieweit hier noch nachgebessert werden soll. Eine interessante Frage ist natürlich nun, wie Einkünfte aus Kryptoassets hier behandelt werden. Nun, da muss man ganz klar sagen, dass es nach bisherigem Verständnis so war, dass Einkünfte aus Kryptoassets aus britischer Sicht keine Auslandseinkünfte sind und damit auch nicht zum Beispiel unter den britischen Non-Dom-Status fielen. Ja. Hier muss man sehen, ob diese Definition überarbeitet wird und ob die Kryptoassets in Zukunft letztlich hier als im Ausland belegen betrachtet werden. Ich vermute es nicht, denn auch zum Beispiel nach deutscher Sichtweise, also nach Sichtweise des deutschen Finanzministeriums, ist es so, dass die Kryptoassets steuerlich dort belegen sind, wo letztlich der Eigentümer lebt. Lebst du also in UK, sind die Kryptoassets in UK belegen. Damit sind eben Einkünfte daraus keine Auslandseinkünfte und wären eben damit auch nicht von diesem steuerlich günstigen FIG-Status zu vereinnahmen. Aber auch hier muss man sehen, was hier die Regierung noch nachbessert, bis das Gesetz dann im April 2025 tatsächlich in Kraft tritt. Interessant ist natürlich dann auch die Frage, was mit jenen passiert, die bereits in UK sind. Wenn du zum Beispiel im UK bist und jetzt den Non-Dom-Status nutzt, muss noch geklärt werden, ob du auf dieses neue FIG-Programm switchen kannst. Ja? Mal angenommen, du bist jetzt erst seit 2 Jahren in UK, nutzt den Non-Dom-Status, kannst du dann dieses Programm noch für 2 Jahre nutzen oder nicht? Auch das ist weiter ungeklärt. Eins ist klar, wenn du natürlich länger als 4 Jahre in UK bist, dann kannst du ohnehin nichts mehr machen. Das heißt, du musst dir jetzt dann überlegen, wenn du schon im UK bist, was du machst, ob du dich den Massen von Wohlhabenden anschließt, die den UK verlassen, oder aber im UK bleibst und darauf hoffst, dass es nicht so schlimm wird, wie man sagt. Hier wird sicherlich im Oktober auch die Vorstellung des Herbstbudgets durch die Finanzministerin einige Klarheit bringen. Wichtig für dich und deine Planung ist, dass das Ganze hier noch in Bewegung ist. Es gibt noch keine definitive Regelung. Das heißt, ich wäre jetzt vorsichtig, wenn ich einen Umzug nach UK plane vor April 2025, bis diese Regelung tatsächlich in Kraft tritt oder bis hier tatsächlich rechtliche Gewissheit herrscht. Da muss man möglicherweise noch etwas abwarten. Da können sich noch einige Details ändern. Aber summa summarum lässt sich sagen, für manche wird der UK weiterhin interessant sein, insbesondere wenn du über Kapitalvermögen verfügst und zum Beispiel Interesse hast, hier einen größeren Bestand von Aktien zum Beispiel zu verkaufen, dann wäre dieser Verkauf dann steuerfrei in UK. Und ein weiterer großer Vorteil gegenüber dem Non-Dom-Status ist, dass du diese ausländischen Einkünfte dann auch im UK hier verwenden kannst. Das konnte man ja davor nicht. Man durfte diese Einkünfte, die man als Non-Dom hatte, nicht in UK verwenden, sonst hätte man dort Steuern bezahlen müssen. Das ist mit dem neuen Programm definitiv nicht so. Das heißt, wenn du eine Immobilie in UK kaufen wolltest, dann könnte es natürlich interessant sein zu sagen, okay, ich ziehe nach UK um, dann verkaufe ich Aktien im Wert von einigen 100.000, dass ich eine Immobilie kaufen kann. Auf den Verkauf dieser Aktien müsste ich ja in Deutschland dann normalerweise Abgeltungssteuer zahlen. Lebe ich dann aber im UK, fällt eben keine Steuer an und ich kann die Mittel im UK verwenden, um hier ein Haus zu kaufen bzw. eine Anzahlung für eine Immobilie zu leisten. So, oder wenn du ganz in die Vollen greifen willst, könnte es natürlich auch interessant sein, einen Unternehmensverkauf zu organisieren, während du im UK bist in den ersten 4 Jahren, denn die Einkünfte aus diesem Unternehmensverkauf wären ja komplett steuerfrei. Außer der Gesetzgeber in UK schiebt jetzt da noch einen Riegel vor. Es gibt ja manche Länder, die bei ähnlichen Programmen das getan haben, so zum Beispiel Italien. Beim italienischen Non-Dom-Status darfst du in den ersten 5 Jahren letztlich nicht dein eigenes Unternehmen verkaufen. Diese Gewinne lassen sich nämlich dann nicht unter dem italienischen Non-Dom-Status vereinnahmen,
müssen wir sehen, was hier in UK dann auf dich zukommt. Da gibt es natürlich dann noch andere Überlegungen, gerade wenn man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, wie das Thema Wegzugsteuer. Das gibt es auch für Österreicher und so. Also so einfach ist es da nicht. Aber es könnte natürlich gegebenenfalls interessant sein, je nachdem, in welchem Land man wohnt, um einen solchen Unternehmensverkauf hier steuergünstig über die Bühne zu bringen, wenn es der britische Gesetzgeber ebenso erlauben wird. Da würden ja 4 Jahre ausreichen und danach kannst du dann in UK wieder verlassen, hast dann hier einen großen Betrag steuerfrei letztlich vereinnahmt. Das könnte schon interessant sein. Also du siehst, es kommt sehr stark auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse an. Hier wird man zunächst mal abwarten müssen, dass der Gesetzgeber Klarheit schafft und wenn das Ganze dann in trockenen Tüchern ist, kann man mit der Planung beginnen und sehen, ob das Ganze auch für dich interessant ist. Das heißt, je nachdem, wann du dieses Video anschaust, macht es dann natürlich Sinn, sich hier nach dem aktuellen Stand zu erkundigen. Wir werden weitere Videos zu dem Thema posten, die du dann einfach hier in unserem Kanal finden kannst. Wenn der Umzug in den UK auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Ich bin 2003 in den UK umgezogen. Seit 2006 helfe ich hier deutschsprachigen Mandanten in den UK umzuziehen, Unternehmen zu gründen. Wir übernehmen hier die komplette steuerliche Betreuung, die volle Palette von natürlichen Personen und Unternehmen. Und ich würde mich sehr freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.